Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesen Tagen sah ich eine Nachrichtenmeldung im BRD-Fernsehen. Die politische Lage in der Bundesrepublik war in der letzten Zeit ziemlich dramatisch. Es gab Gerüchte, dass der Bundespräsident in die USA überlaufen wollte. Außerdem schob der ehemalige Kanzler der ehemaligen Regierungspartei den Zusammenbruch in die Schuhe. Kaum hatte der ehemalige Kanzler die Vertrauensfrage im Bundestag verloren, sprach sein Nachfolger von politischer Instabilität. Dann hörte ich im BRD-Fernsehen eine schlimme Bestätigung dieser Feststellung. In einer Ansprache kurz nach der Wahl ging der neue Kanzler auf die jüngste Phase politischer Instabilität in der Republik. Selbst im BRD-Fernsehen versucht man, nicht über die Realitäten zu sprechen. Über die Realität, die sogar der ehemalige Kanzler und der Bundespräsident mit ihren eigenen Worten offenlegten. Der ehemalige Bundespräsident erklärte offen, dass er den ehemaligen Kanzler zur Vertrauensfrage gedrängt hatte. Der Präsident wusste jedoch genau, dass der Kanzler diese verlieren würde und nur zu mehr Chaos führen würde. In einer bedeutenden politischen Entwicklung in der Bundesrepublik hat ein vom Kabinett Fletcher-Tory I vorangetriebener Vertrauensantrag zur Wahl eines neuen Bundeskanzlers geführt. Aber damit nicht genug. So hatte der ehemalige Kanzler den Bundespräsidenten beschuldigt, in die USA überlaufen zu wollen. Nun könnte man meinen, dass er eine solche Anschuldigung zurückweisen würde. Aber nein, er gab offen zu, dass er in die USA überlaufen würde. Hätte die CDU Neuwahlen angesetzt. Überläufer und mehr, das ist die sogenannte Freie Bundesrepublik. Politische Stabilität scheint ein Fremdwort für sie zu sein. Lauter interne Machtkämpfe, Desertionen und so weiter. Das sind Leute, die von einer Partei zur anderen überlaufen und damit deren Zusammenbruch verursachen, nur um sich einen Platz am großen Tisch zu sichern. Ich würde mich fragen, was die Menschen, die sie vertreten, davon halten. Ich bezweifle nämlich sehr, dass sie überhaupt über sie nachdenken. Da könnte man fast meinen, die Weimarer Republik war stabiler. Guten Abend.